Energiepreise steigen und daher ist es umso wichtiger zu verstehen, wo man Geld sparen kann. Bleib dran und lerne, wo du deinen Energieverbrauch reduzieren kannst und Geld sparst. Ein Großteil des Energieverbrauchs in der Gastronomie entsteht in der Küche. Klar, das Kochen und Zubereiten von Speisen braucht Strom und Wärme. Das Lagern vieler Zutaten benötigt Kühlung. Ich bin Julia und heute gebe ich dir 7 Tipps, wie du deinen Energieverbrauch reduzieren kannst und somit auch Energiekosten minimierst. Viele Strom- und Energiequellen laufen, ohne dass es nötig ist, weil einfach niemand darauf achtet. Vom Kühlschrank für Getränke, der über die Schließungstage hinweg nicht in Betrieb sein muss, bis hin zum dauerhaft brennenden Licht in Lager- und Kellerräumen lassen sich mit Hinweisen wie Licht aus nur während der Öffnungszeiten betreiben bereits viele unnötige Strom- und Energiefresser eliminieren. Solche Hinweise gehören auch in Rezepturen und Zubereitungsbeschreibungen. Bitte eine Decke beim Kochen verwenden, Wasser mit dem Heißwasserkocher erhitzen, nicht im Topf oder Gerät bitte erst unmittelbar vor Benutzung einschalten, helfen Energieverschwendung zu reduzieren. Ein Bewegungsmelder für das Licht ist ebenfalls vorteilhaft. Speisen, die gedünstet, gedämpft oder kurz gebraten werden, haben in der Regel eine wesentlich bessere Energiebilanz als solche, die lange garen und schmoren. Rohkostgerichte brauchen oft sogar gar keine Energie. Deswegen ist es ratsam, beim Angebotmix darauf zu achten, dass sich energiereiche und energiearme Speisen in vernünftigen Verhältnissen befinden und zu überlegen, welche Speisen oder Zutaten, die viel Energie benötigen, sich gegen solche eintauschen lassen, die weniger davon brauchen. Einem möglicherweise höheren Anschaffungspreis für besonders energieeffiziente Geräte steht ein geringerer Verbrauch mit entsprechend niedrigen Kosten entgegen, sodass sich die höhere Investition langfristig auszahlt. Für viele Geräte in der Küche gibt es einen Standby-Modus, wie man ihn auch vom TV-Gerät kennt. In diesem Modus wird aber bekanntlich weiterhin Strom verbraucht. Nur wenn Geräte wirklich abgeschaltet werden, fällt auch kein Verbrauch an. Schalte also alle Geräte aus, die nicht in Benutzung sind. Ein zu tief eingestellter Kühlschrank benötigt mehr Energie. Schon 1 Grad Unterschied kann einen teuren Energieaufwand von 4 bis 6% bedeuten. Darum sollte die benötigte Temperatur exakt eingehalten werden. Ein voller Kühlschrank benötigt weniger Energie als ein leerer. Deswegen sollten lieber wenige Kühlgeräte sehr gut befüllt werden als spärlich. Wichtig ist zudem, die Kühlrippen regelmäßig zu entstauben, denn Staub dämmt und verhindert so die Leistung bzw. erhöht den Stromverbrauch. Auch sehr wichtig ist der ausreichende Abstand des Kühlschranks zur Wand, mindestens 5 cm, sonst steigt der Energieverbrauch rapide an. In manchen Küchen ist die Lüftung deutlich länger in Betrieb als nötig wäre, auch das steigert den Energieverbrauch. Mit einer Zeitschaltuhr lassen sich Lüftungsintervalle deutlich genauer takten. Zudem ist darauf zu achten, dass Lüftungsfilter regelmäßig gereinigt werden und mehrstufige Ventilatoren eingesetzt werden, die nur bei echtem Hochbetrieb in der Küche auch auf die höchste Stufe gestellt werden. Sich einen Energieberater ins Haus zu holen, der mit seinem Profiblick sämtliche Bereiche der Gastronomie, Küche, Gastraum, Lager und Nebenräume auf Einsparpotenzial untersucht, ist empfehlenswert. Zum einen decken sie versteckte Stromfresser auf und entwickeln gemeinsam mit dir eine Energiesparstrategie, die langfristig viel Geld einsparen kann. Hinzu kommt, ein Großteil der Beratungskosten wird durch die KfW übernommen. Prüfe doch einmal in deinem Restaurant, ob du bereits einige dieser Tipps anwendest und wenn nicht, dann solltest du dir überlegen, wie du diese implementieren kannst. Hat dir das Video gefallen, dann lass uns gerne einen Like da und vergiss uns nicht zu abonnieren, um keine weiteren Tipps und Tricks zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!